Wenn man sich mal unsere Lebenssituation anguckt, wir sitzen alle viel zu viel. Im Auto, in der S-Bahn zur Arbeit, den ganzen Tag auf der Arbeit, dann zurückfahren, dann vielleicht noch den Fahrstuhl ins Fitnessstudio nehmen, um sich dann an ein Gerät zu setzen. Ich meine, hallo, das leuchtet ja schon irgendwie ein, dafür sind wir nicht gemacht. Die Außenwirkung ist teilweise, gerade wenn ich mit Kunden im Studio trainiere, ist, na, quält er dich wieder? Und ich gucke meinen Kunden an und mein Kunde strahlt mich mit glänzenden Augen an und sagt, oh, danke Nils, so wow. Und drumherum denken die, warum macht man das? Aber das ist genau das Gefühl, man geht da raus und denkt, ja geil, davon will ich mehr haben. So, das ist genau das, was sich gut anfühlt. Und das kriege ich nicht mit klassischem, ich setze mich an Gerät hin. Gutes Training ist unglaublich ehrlich. Der Körper sagt einem sofort, wo man steht, wie die letzte Woche war, ob man zu viel getrunken hat, ob man 2 Kilo mehr wiegt. Und das kriegt man bei gutem Training total zurückgespiegelt. Wenn ich mal auf einem Bein stehe, mal gucke, wie bin ich koordinativ drauf, der Körper gibt einem so eine direkte Rückmeldung, ob das gerade gut für einen ist, so viele verschiedene Bereiche arbeiten. Das ist halt was ganz anderes, als wenn ich mich an ein Gerät setze. Man fängt an, sich selber zu fühlen und merkt, wow, da arbeitet wieder was. Und je mehr man da drin ist in diesem Bereich, desto mehr kriegt man auch Bewegungslust und richtig Bock auf Sport. Aber da muss man auch erstmal reinfinden. Ich dachte, ich fange mal so mit 2 Wochen Training an, um so ein paar Tipps zu bekommen, die ich dann selber für mich so durchziehen kann. Und habe dann aber gemerkt, wie gut mir das tut. Und dann hat sich im Kopf bei mir was umgestellt. Dann habe ich gedacht, nee, das ist jetzt für mich nicht einfach Training als Ausgleich, sondern das war wie so ein, ich investiere in mich, in meine Gesundheit. Ich habe mich so gut gefühlt und mittlerweile begriffen, mein Körper kann das, aber es ist im Kopf. Und das sind also Sachen, wo ich gemerkt habe, über die Reise der letzten Jahre, und das sind jetzt echt 4,5, fast 5 Jahre, ich könnte gar nicht mehr ohne. Ich möchte auch gar nicht mehr ohne. Gesundheit passiert ja nicht einfach mit einem. Das ist ja nicht, ich habe jetzt einen Lottoschein ausgefüllt und ich habe jetzt einen 4er in Gesundheit. Yeah. Nein, Gesundheit ist eine aktive Entscheidung und ich muss mich dafür entscheiden, zu sagen, wo soll meine Reise hingehen als Mensch, mit meinem Körper, mit meinem Gefühl für mich selber. Möchte ich mich immer nur an diese 6 Geräte setzen oder möchte ich auch was machen, wo der Körper sagt, geil, da habe ich richtig Bock drauf. Für mich ist dieser Austausch beim Sport und diese Beziehung und dieses, was wir dabei zusammen machen, wahnsinnig wichtig. Und mir tut das richtig gut. Das ist das Entscheidende für mich. Aber ja. Was würde ich eher? Das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Ich könnte mir fast vorstellen, dass ich eher den Sport weglassen würde, als den Kontakt mit Menschen. Vielleicht ist Sport auch das Tool, um diese Ebene zu meinem Kunden zu bekommen und zu merken, wow, was passiert im Umfeld dadurch alles, weil was Sport macht, ist die Emotion
für mich als auch für mein Gegenüber, die ist total echt. Dass Bewegung Spaß macht, ich meine, das ist ja das übergeordnete Ziel, dass ich gucken möchte, dass meine Kunden richtig Lust auf Bewegung bekommen. Weil dann ist dieses Motivationsthema mit, ziehe ich mir meine Schuhe an, gehe jetzt laufen, mache ich das, das steht dann hinten an, weil man auf einmal fühlt, das tut mir richtig gut. Meine Kunden sind zwischen 14 und 83 Jahren und natürlich sind da ganz, ganz viele Bandbreiten dazwischen. Das ist halt immer der Startpunkt für etwas Besonderes, weil, wie gesagt, es ist immer ein individueller Weg. Es gibt nicht den goldenen Weg, es gibt nicht das maßgeschneiderte Konzept für die Masse, sondern es geht immer um das Individuum. I'm ready for ya. I'm ready, 'cause I'm feeling